Deutsch lernen durch Hören. Vermisst. Gerald ist bei der Arbeit, als sein Handy klingelt. Die Anruferin ist eine Kollegin und Freundin seiner Frau. »Hallo Heike, was ist los? Wieso rufst du an?« fragt er. »Hallo, entschuldige die Störung. Ich wollte nur wissen, ob Claudia heute krank ist«, erkundigt sich die Kollegin seiner Frau. »Nein, wieso sollte sie?« fragt Gerald überrascht zurück. »Naja, weil Heike heute nicht zur Arbeit erschienen ist. Sie hat sich nicht krank gemeldet und auf Anrufe reagiert sie nicht. Ich dachte, dass sie vielleicht sehr schlimme Kopfschmerzen hat und deshalb nicht ans Telefon geht«, erklärt Heike. Gerald ist besorgt. Als er vorhin zur Arbeit gefahren ist, war alles in Ordnung mit Claudia. Sie hat sich gerade fertig gemacht, um zur Arbeit zu fahren. »Ich probiere, sie anzurufen. Wenn ich sie nicht erreichen kann, fahre ich nach Hause. Vielleicht ist sie gestürzt. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß«, sagt Gerald. Er macht sich Sorgen. Das ist nicht üblich für seine Frau. »Alles klar, ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas von ihr hören sollte«, sagt Heike, bevor sie das Gespräch beendet. Gerald versucht mehrmals, seine Frau zu erreichen, aber auch er hat kein Glück. Da stimmt etwas nicht. Deshalb geht Gerald zu seiner Chefin. Er muss schnell nach Hause. Er erklärt seiner Chefin die Situation und bittet, nach Hause fahren zu dürfen. Seine Chefin hat nichts dagegen. Gerald fährt so schnell nach Hause, dass er fast einen Unfall verursacht, aber es passiert zum Glück nichts. Der andere Autofahrer kann gerade noch rechtzeitig bremsen. Als Gerald endlich zu Hause ankommt, eilt er die Treppe nach oben zu ihrer Wohnung. Dort bleibt er plötzlich reglos stehen. Die Tür ihrer Wohnung steht ein klein wenig offen. Vorsichtig schiebt Gerald die Tür mit dem Fuß auf. »Claudia«, ruft Gerald hinein, aber er bekommt keine Antwort. Alles ist ruhig. Allerdings nicht Geralds Herz. Es schlägt heftig vor Aufregung, als er die Wohnung betritt. Als Gerald kaum im Flur steht, wird seine Sorge sofort noch größer. An der Garderobe hängt Claudias Handtasche mit ihrem Handy darin. Ihr Schlüssel liegt darunter auf dem Boden. »Claudia«, ruft er abermals ängstlich, und wieder bekommt er keine Antwort. Gerald traut sich kaum zu atmen oder sich zu bewegen, doch er muss nachsehen, ob seiner Frau etwas passiert ist. Aufgeregt sieht er in jeden Raum, aber Claudia ist nicht da. Hektisch holt er sein Handy aus der Tasche, um die Polizei zu rufen. Schon wenige Minuten später stehen 2 Polizisten neben ihm im Hausflur. Gerald darf im Moment nicht allein in seine Wohnung, denn es wäre möglich, dass jemand seiner Frau etwas Schlimmes angetan hat. Gerald soll nicht aus Versehen wichtige Spuren vernichten. Die Polizisten untersuchen die Wohnung, während Gerald weinend im Treppenhaus sitzt. Was ist bloß mit seiner Claudia passiert? Er kann es nicht glauben. Nachdem Gerald sich etwas beruhigt hat, ruft er Heike an. »Claudia ist verschwunden. Die Tür stand offen, als ich gekommen bin. Sie hat nichts dabei, keine Handtasche, kein Handy oder ihre Schlüssel. Ich glaube, sie hat nicht einmal Schuhe an. Ich bin völlig fertig. Die Polizei ist gerade in unserer Wohnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll.« Gerald beginnt wieder zu weinen. Tröstend antwortet Heike: »Ich bin sicher, dass es Claudia gut geht und dass alles gut wird. Vielleicht ist etwas mit eurer alten Nachbarin im Erdgeschoss passiert und Claudia musste mit ihr ins Krankenhaus. Ohne Schuhe, ohne Schlüssel,
Ausgeschlossen. Außerdem hätte Claudia sich bei mir gemeldet oder wenigstens bei euch in der Arbeit angerufen, entgegnet Gerald. Ist bei der Arbeit etwas passiert? Hat sie irgendetwas erzählt? Nein, alles war normal. Sie hat sich die letzten Tage auch nicht anders benommen als gewöhnlich, antwortet Heike. Aber irgendetwas muss doch passiert sein. Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein, sagt Gerald. Hoffen wir einfach das Beste. Ich rufe dich später nochmal an. In 5 Minuten kommt ein Kunde für eine Beratung. Ich melde mich, wenn ich Feierabend habe, verabschiedet sich Heike. Während Gerald telefoniert, ruft einer der Polizisten Geralds Vermieter an. Bei seiner Ankunft hat er draußen über der Haustür eine Kamera gesehen. Der Polizist möchte wissen, ob die Kameras Videos von allen Leuten speichert, die das Haus betreten. Der Vermieter erklärt, dass es solche Videos gibt. Er wird das Video von heute Morgen für die Polizei kopieren. Herr Meyer-Dirks, können Sie uns einige Fragen beantworten, möchte ein Polizist wissen. Gerald nickt. Hatten Sie und Ihre Frau in letzter Zeit Probleme? Persönliche oder finanzielle? Fragt der Polizist. Nein, alles war in Ordnung. Es gab nur die üblichen kleinen Probleme, die jedes Paar hat, antwortet Gerald. Und wo waren Sie, seit Sie gestern die Arbeit verlassen haben? Ich habe ein paar Dinge eingekauft. Dann bin ich nach Hause gefahren, wo ich mit meiner Frau gegessen und ferngesehen habe. Heute Morgen bin ich wie jeden Tag um 7 zur Arbeit gefahren. Das wird Ihnen das Video von meinem Vermieter bestätigen, erklärt Gerald. Danke, das waren vorerst alle Fragen. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir neue Informationen haben, sagt der Polizist. Nach mehreren Stunden darf Gerald wieder in seine Wohnung. Aber er soll trotzdem vorsichtig sein, was er anfasst. Als er allein ist, weiß er nicht, was er machen soll. Da klingelt sein Handy. Es ist Heike. Gibt es schon etwas Neues? Erkundigt sie sich. Nein, antwortet Gerald. Und was ist mit dir? Wie geht es dir? Brauchst du etwas? Essen? Gesellschaft? Möchte Heike wissen. Ich habe keinen Hunger und ich kann nicht klar denken. Ich überlege bloß die ganze Zeit, was passiert sein könnte und ob ich etwas übersehen habe. Gab es Warnzeichen? Ist sie vielleicht fremdgegangen und ich habe es nicht bemerkt? So viele Fragen und ich habe keine Antworten darauf, sagt Gerald. Pass auf, ich komme zu dir und zusammen gucken wir auf Claudias Laptop nach Hinweisen. Möglicherweise war Claudia auf einer Webseite für Dating angemeldet. Hat sie dir irgendetwas erzählt? Betrügt sie mich? Hat sie irgendwas erwähnt? Fragt Gerald, aber Heike reagiert nur zögerlich. Ich weiß nicht. Ich komme vorbei, dann reden wir, okay? Schlägt Heike vor. Na gut. 20 Minuten später ist Heike da und sie melden sich gemeinsam auf Claudias Laptop an. Es dauert nicht lange, bis sie tatsächlich Hinweise darauf finden, dass Claudia fremdgegangen sein könnte. Sie hat mir davon erzählt, sagt Heike schließlich. Ich wollte es dir vorhin am Telefon nicht sagen, sonst hätten es alle bei uns auf der Arbeit gewusst. Ich dachte, es ist dir nicht recht, wenn alle wissen, dass Claudia eine Fremdgängerin war. Gerald will gerade darauf antworten, als sein Handy klingelt. Es ist die Polizei. Hallo, Herr Meyer-Dirks. Wir haben das Video von der Kamera am Eingang gesehen. Darauf kann man eine Frau sehen, die kurz nach 7 das Haus betritt. Als sie 1 Stunde später das Haus wieder verlässt, hat sie einen großen Koffer dabei, der sehr schwer zu sein scheint. Wir schätzen, dass die Frau Mitte 30 ist. Sie hat kurze rote Haare und ist relativ groß, vermutlich über 1,70 Meter.
Von da an hört Gerald nicht mehr richtig zu, denn die Beschreibung der Frau passt zu Heike. Sie sitzt neben ihm und legt tröstend eine Hand auf sein Knie. Gerald wird blass. Er steht auf und geht ins Badezimmer, wo er sich einschließt. »Bitte kommen Sie sofort. Ich weiß, wer die Frau ist. Sie ist gerade hier bei mir. Beeilen Sie sich bitte. Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen«, sagt Gerald. »Wir sind unterwegs. Bleiben Sie am Telefon, bis wir bei Ihnen sind, und bleiben Sie im Badezimmer. Die Frau könnte gefährlich sein. Erzählen Sie uns alles, was Sie über diese Frau wissen. Sie heißt Heike Niemann. Sie ist eine langjährige Freundin und Kollegin meiner Frau. Wir kennen Heike beide noch aus der Schule. Sie ist seit Jahren Single. Oh Gott, ich glaube, Heike ist in mich verliebt. Wenn sie uns besucht hat, hat sie manchmal Scherze darüber gemacht, wie es wäre, wenn wir beide verheiratet wären. Vielleicht meinte sie das gar nicht als Scherz, sagt Gerald. In Ordnung, wir sind jetzt vor Ihrer Tür. Bleiben Sie, wo Sie sind, entgegnet der Polizist am Handy. Es klingelt und Heike geht zur Tür. Sie wirkt kein bisschen überrascht, als die Polizisten vor der Tür sie sofort verhaften.